Sie hat 9 Sprachen gesprochen, 2 Weltmächte navigiert. Ich wollte wissen, wer diese Frau wirklich war. Und dann habe ich sie gemalt. Wenn du das Bild zum ersten Mal siehst, dann fällt vielleicht dein Blick zuerst auf das Gold. Das ist Absicht, aber dann siehst du die Oberfläche dahinter. Rau, dunkel, ungleichmäßig. Das ist kein Hintergrund, das ist ein Fundament. Ich habe Sand und Asche in das Bild eingearbeitet. Der Sand, das ist die Wüste, das Territorium, das Fundament von Kleopatras Welt. Die Asche, das sind die Kriege, die Verluste, das Ende einer Ära. Aus dieser Materie heraus entsteht das Gesicht. Das Porträt selbst habe ich mit Wachs und Ölkreide gearbeitet. Schichten, manchmal sanft und manchmal direkt in die Oberfläche gedrückt. Es gibt etwas an dieser Technik, das mich an antike Porträts erinnert. Bildnisse aus Ägypten, gemalt für die Ewigkeit. Und dann zentral das Diadem, Blattgold, mit der Uräus-Schlange, der Kobra, dem Symbol göttlicher Legitimation. Ja, in der Antike sollte sie Feuer auf die Feinde speien. In meinem Bild ist dieses Gold der Kern, der nicht zerstörbar ist, der auch nach 2000 Jahren noch leuchtet. Ja, wenn ich heute vor dem fertigen Bild stehe, dann sehe ich in erster Linie die Reflexion des Goldes und ganz klar einen Blick einer Frau, die sieht, was ist und was kommt. Dabei bleibt ihr Blick komplett ruhig und klar. Ich sehe eine Frau, die in einer Ära des Wandels, der sich nicht mehr aufhalten ließ, eine starke Spur und starke Tradition hinterlassen hat. Ich denke, sie war keine Prinzessin, sie war eine Königin, sie war eine Pharaonin, die sich wie eine Löwin, wie eine Löwenmutter um ihre Dynastie, um ihre Kinder und das ist ganz entscheidend, um ihr Volk, um die Menschen gekümmert hat. Denn zu ihren Lebzeiten, habe ich gelesen, war es auch so, dass sie ihnen viel Wohlstand nicht nur beschert hat, sondern auch ermöglicht hat. Und die Textur, ich denke, Kleopatra war eine sehr edle, eine sehr stilvolle, kunstvolle Person. Und ich glaube, es würde ihr gefallen. Ich glaube, es würde ihr entsprechen. In meiner Sammlung oder in meinem Atelier ist es immer wieder ein Thema, starke Frauen zu porträtieren. Und Kleopatra ist, wie viele meiner Bilder, ist mir passiert. Es ist passiert, ich habe sie nicht gesucht, sondern in dieser Serie, die untermalt war mit Fakten, mit biografischen Daten, mit Historikern, wurde mir bewusst, dass unsere Zeit jetzt und die Zeit damals zwar in Jahren weit auseinander liegen, aber die Themen sehr, sehr ähnlich sind. Und eines ist auch beim Malprozess mir durch den Kopf gegangen. Ich habe mich gefragt, wie würde Kleopatra heute leben? Sie wäre aus meiner Sicht sicherlich ein Social-Media-Magnet. Sie
Sie war eine Brand Zeit ihres Lebens mit ihrem Look als Isis, als Göttin Isis. Und ich denke, sie würde jetzt auf Instagram sehr viele Follower haben. Sie würde als Politikerin alles tun, um in Zeiten von KI ihr Volk zu einer modernen, hochtechnologisierten Region zu machen, unabhängig zu machen, auf jeden Fall unabhängig zu sein, vielleicht auch in grünen Technologien führend sein und dieses fruchtbare Land, das sie regiert hat, durch diese Zeiten navigieren, so wie sie es damals auch getan hat. Ja, jetzt würde mich interessieren, wie siehst du's? Was siehst du in dem Bild? Vielleicht gibt es irgendetwas, was du entdeckst in diesem Bild, was mir selber noch gar nicht aufgefallen ist. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und dieses Bild sucht jetzt auch seinen Platz in der Welt. Also wenn du mehr über dieses Werk und Bild wissen möchtest, dann kontaktiere mich sehr gerne. Die Informationen gibt es natürlich in der Beschreibung. Vielen Dank, dass du das Video zu Kleopatra bis zum Ende geschaut hast. Während dieses Video online geht, bin ich bereits in Italien, in L'Aquila, zur Vernissage im Palazzo dell'Emiciclo, um mein Werk Moon zu präsentieren. Ich werde in der italienischen Kulturhauptstadt 2026 viele kunstvolle Eindrücke für dich sammeln und sie dir im nächsten Video zeigen. Ja, es geht über Wien nach Rom und von Rom dann durch die Abruzzen nach L'Aquila. Und ich bin schon sehr gespannt, denn es warten viele Kulturevents und Ausstellungen und die Stadt selber ist ja eine Stadt im Wandel und vielleicht magst du dir auch das Video zu Moon noch einmal genauer ansehen. Damit du diese Reise nicht verpasst, abonniere gerne meinen Kanal, aktiviere die Glocke und schenke diesem Video einen Daumen nach oben. Ich danke dir sehr, dass du dabei bist und ich wünsche dir alles Liebe und bis bald.